Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal keinen neuen kleinen Heli, sondern einen neuen Flieger, und zwar den Radiolink D460. Wie man erkennen kann, ein ziemlich außergewöhnlicher Flieger, aber wie man auch sieht, ein Nurflügler. Hier natürlich wieder in der RTF-Version, also alles dabei, was zum Fliegen benötigt wird. Der D460 hat 3 Flugstufen, von Anfänger bis Profi. Ob der einfach zu fliegen ist, das sehen wir dann später noch. Ich zeige euch jetzt erstmal wieder den Packungsinhalt, dann zeige ich euch natürlich den D460 etwas genauer. Die Fernsteuerung und die Funktionen zeige ich euch, dann gehen wir am Ende noch fliegen. Ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Viel Spaß! Ich habe das Paket schon einmal aufgemacht und die Schaumstoffeinlage rausgeholt. Hier haben wir dann als erstes wie immer die Bedienungsanleitungen. Hier eine für den Flieger und eine für die Fernsteuerung. Beide Anleitungen sind hier in Englisch und Chinesisch. Dann haben wir in meinem Fall 2 LiPo-Akkus, 2S 800 mAh mit JST-Stecker. Als nächstes haben wir eine 2,4 GHz Game Controller Fernsteuerung. Die zeige ich euch nachher natürlich wieder etwas detaillierter. Dann haben wir hier oben drauf als nächstes den Hauptrumpf des D460. Den zeige ich euch gleich natürlich auch noch etwas genauer. Dann haben wir eine erste Tüte. Darin befinden sich 2 Propeller, ein USB-A auf USB-C Kabel, etwas Werkzeug, eine kleine Rolle Klebeband und noch Ersatzpropellergummis und Ersatzruderhörner. Und noch ein Umbauset für die Federrückstellung der Fernsteuerung. In der nächsten Tüte befindet sich das Ladegerät zum Laden der Akkus. Dann haben wir nochmal ein paar Ersatzgummis für den Propeller und noch etwas Klettband für die Befestigung des Akkus im Flieger. Und als letztes haben wir noch das Seitenleitwerk des D460. Und wie der D460 im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt mal als nächstes. Als erstes bringen wir mal das Seitenleitwerk hier hinten an. Das wird nämlich nur eingesteckt und durch Magnete gehalten, hält aber ganz gut und macht auch einen stabilen Eindruck. Wir haben hier einen recht kleinen Nurflügler mit einer ziemlich großen Flügelfläche und außen diesen kleinen Spoilern. Der komplette Flieger besteht aus EPP und es sieht so aus, als wäre er noch einmal komplett mit einer dünnen Folie überzogen. Jedenfalls glänzt er komplett und man fühlt auch keine Übergänge zu den ganzen Konturen, die hier abgebildet sind. Ich finde, das macht einen richtig hochwertigen Eindruck. Optisch finde ich den auch ganz schick gemacht. Hier jetzt in Pink, den gibt es aber auch noch in Rot. Der hat auch eine sehr schnittige Form, wo man sich schon vorstellen kann, dass der auch ganz gut abgeht im Flug. Hier hinten haben wir dann nur flüglertypisch nur 2 große Ruder für das Steuern von Querruder und Höhenruder. Ein Seitenruder haben wir dadurch natürlich nicht. Vorne haben wir dann noch den Antriebsmotor sitzen. Das ist hier ein Brushes Außenläufer 2204 1600 kV. Die lange Kabinenhaube kann man hier an den Mulden packen und ganz leicht, aber trotzdem stramm abnehmen. Die ist nämlich auch nur magnetisch auf dem Rumpf befestigt. Und auch die kleine Schaumstoffplatte kann man einfach hier rausnehmen. Dann liegt die ganze Elektronik frei. Dann haben wir hier vorne als erstes einen 15 Ampere Regler und hier hinten sitzt der Dymi DB Flight Controller und der Radiolink R8XM Telemetrieempfänger. Alles auch ganz sauber eingeklebt, wie ich finde. Hier vorne kommt dann noch der LiPo rein. Da muss man dann vorher nur noch das Klettband einkleben, der den LiPo dann in Position hält. Hier unten haben wir dann noch die beiden Servos sitzen, die die beiden Ruder anlenken. Das ist jetzt in meinem Fall auch schon alles schön ausgerichtet und eingestellt. Vor den Servohörnern sind hier noch so Abstandshalter eingeklebt zum Schutz der Servohörner bei der Landung. Und hier vorne haben wir erfreulicherweise noch 2 Griffmulden, um den D460 besser werfen zu können beim Handstart. Der D460 hat eine Spannweite von 480 mm, eine Länge von 430 mm und ein Abfluggewicht von ca. 155 Gramm. Die Flugzeit beträgt hier laut Hersteller in etwa 25 bis 30 Minuten. Ja, irgendwie ein witziges Teil, was hoffentlich dann auch richtig schön fliegt, aber das sehen wir dann gleich, denn zuerst zeige ich euch nochmal die Fernsteuerung und die Funktionen. Als Fernsteuerung haben wir dieses Mal eine 8-Kanal 2,4 GHz Game Controller Fernsteuerung dabei. Natürlich ist diese auch aus Kunststoff. Die ist natürlich eher etwas kleiner, liegt aber auch wieder gut in der Hand. Die Knüppelaggregate sind hier aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Diese haben auch wieder diese Zackenkrone für alle Daumenflieger oben auf den Knüppeln, lassen sich aber nicht in der Höhe verstellen. In der Mitte haben wir den Ein-Ausschalter und darüber eine Akkuanzeige für die Fernsteuerung. Um die Knüppelaggregate haben wir natürlich auch wieder Trimmknöpfe zum Trimmen im Flug. Hier unten haben wir einen USB-C-Anschluss zum Laden des integrierten LiPos. Wir haben hier nämlich keine Batterien drin, sondern einen fest eingebauten 1S 900 mAh LiPo-Akku. Oben stirnseitig haben wir dann noch einen POTI und einen Knopf, die hier bei dem Modell aber erstmal keine Funktion haben. Und darunter haben wir noch 2 3-Stufen-Schalter. Und zwar der Schalter CH7 auf der linken Seite ist der Motorausschalter. Wenn er nach oben geschaltet ist, dann ist der Motor gesperrt und kann nicht durch versehentliche Knüppelbewegung anlaufen. Und in den beiden unteren Stellungen ist der Motor dann entsperrt, wenn wir zum Beispiel fliegen wollen. Auf der rechten Seite haben wir dann den Schalter CH5 für die 3 möglichen Flugphasen. In der untersten Stellung haben wir dann den stabilisierten Modus. Hier ist der Flieger dann so stabilisiert, dass er bei Loslassen der Knüppel wieder zurück in die gerade Normallage geht. Hier haben wir dann auch begrenzte Ruderausschläge. In der Mittelstellung haben wir dann den sogenannten Gyro-Modus. Hier geht der Flieger dann nicht mehr in die Neutrallage zurück, wenn man den Knüppel loslässt. Und die Ruderausschläge sind auch nicht mehr begrenzt. Das heißt, wir können hiermit auch schon Rollen und Loopings fliegen. Der Gyro stabilisiert aber natürlich weiterhin.
Und in der obersten Stellung haben wir dann den manuellen Modus. Hier wird dann gar nicht mehr stabilisiert und wir können komplett frei fliegen, wie wir möchten bzw. können. Der Modus ist dann auch eher schon für die fortgeschrittenen Piloten. Wenn ihr den D460 anschaltet, müsst ihr darauf achten, dass natürlich zuerst die Fernsteuerung eingeschaltet wird und ihr dann erst den Akku an den D460 anschließt. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass der Gasknüppel der Fernsteuerung ganz unten ist, weil sonst der Motorregler in den Kalibrierungsmodus geht. Radiolink empfiehlt auch vor dem ersten Flug den Gyro einmal zu kalibrieren. Das kann man entweder flach auf dem Boden liegend machen oder aber, was für Anfänger empfohlen wird, in einem ungefähren Winkel von 20 Grad. Dazu einfach den D460 im eingeschalteten Zustand mit der Nase zum Beispiel hier auf den Karton legen. Das sind dann in etwa 20 Grad. Und dann die Knüppel der Fernsteuerung beide gleichzeitig für ein paar Sekunden nach unten außen ziehen. Wenn die grüne Status-LED am Gyro einmal blinkt, ist die Kalibrierung abgeschlossen und gespeichert. Wir können natürlich auch die Fernsteuerung wieder mit der App verbinden. Dazu müsst ihr einfach nur die Radiolink-App runterladen, die einmal aufmachen. Dann müssen wir den Sender einmal anschalten. Dann drücken wir hier oben links auf Connect. Dann kommt hier eine Liste, da müssen wir dann den Radiolink-Sender aussuchen, einmal anklicken und dann müssen wir nur noch einmal irgendeine Taste auf der Fernsteuerung drücken. Und schon ist der Sender mit der App verbunden und ihr könnt hier noch einige Einstellungen machen, müsst ihr aber theoretisch am Anfang erstmal nicht. Ja, ich finde, ein witziger kleiner Flieger mit einer außergewöhnlichen Form. Man kennt ja so die Standard-Nurflügler, der ist jetzt hier mal etwas spezieller. Aber trotz der speziellen Form fliegt er wirklich trotzdem noch sehr gut und stabil, zumindest im stabilisierten Modus. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass die Ruderausschläge schon sehr stark eingestellt sind. Die kann man aber, wie gesagt, mit der App oder mit dem PC auch noch umstellen, wenn man möchte. Die kurzen Sticks der Fernsteuerung tragen natürlich auch nicht gerade zum guten Steuergefühl bei. Wobei ich sagen muss, wenn man sich ein bisschen an die Game Controller Fernsteuerung gewöhnt hat, dann geht das damit eigentlich sehr gut. Es gibt aber noch eine Alternative, also ihr kriegt den Radiolink D460 ja nicht nur mit dieser kleinen Fernsteuerung, sondern ihr bekommt die auch im Set mit der großen Fernsteuerung, wenn ihr möchtet. Da müsst ihr dann bei dem Bestellen mal drauf achten. Im Gyro-Modus merkte man die großen Ausschläge natürlich noch stärker, weil da ja die Begrenzung weggefallen ist und auch die Stabilisierung etwas anders ist. Und im dritten Modus, im unstabilisierten Modus, merkt man das natürlich noch stärker. Der Modus ist dann wirklich nur was für die Leute, die wirklich schon fliegen können. Die Kalibrierung, die ich euch eben mal gezeigt habe, gilt ja eigentlich auch für die Einsteiger bzw. Anfänger unter euch. Da empfiehlt Radiolink ja mit den 20 Grad den zu kalibrieren. Das heißt im Grunde in der Neutralstellung, das gilt aber dann nur für den stabilisierten Modus.
sind dann die Ruderausschläge schon ein bisschen nach oben geneigt. Das heißt, der fliegt auch etwas geneigter. Somit kommt man auch nicht auf die Geschwindigkeiten, beziehungsweise man kann auch etwas langsamer fliegen. Wenn man den dann gerade kalibrieren würde, dann wären die Ruderausschläge dann quasi bei 0 und der würde viel gerader fliegen und so kommt man natürlich auf etwas mehr Geschwindigkeit. Also diese Kalibrierung mit den 20 Grad empfehle ich auf jeden Fall den Einsteigern vorher mal zu machen. Aber falls ihr doch mal crashen solltet, das ist mir auch einmal passiert, ist der Flieger erstmal sehr stabil. Der Propeller ist ja hier vorne auch nur mit dem Gummi fest, der knickt eigentlich sofort weg. EPP ist grundsätzlich immer stabil genug eigentlich. Und falls es doch mal brechen sollte, kann man EPP auch eigentlich immer super kleben. Ja, alle weiteren Infos zum D460 stehen natürlich unten in der Videobeschreibung. Das Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar unter das Video, wie ihr den Flieger findet. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke auch nicht vergessen. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.